Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Nobbys Kochstunde. Und dieses Mal gibt es keine Hauptspeise, sondern ein Nachtisch, und zwar Mousse Chocolat mit Ananas Carpaccio und Sahne. Und für die Mousse brauchen wir Schokolade und Sahne. Das sind die einzigen zwei Zutaten. Wobei wir die Sahne zuerst aufkochen, und zwar nur einen Teil davon, ca. 100 Gramm, und die Schokolade geben wir in eine Schüssel. Die kochende Sahne geben wir dann in die Schokolade, so dass die Schokolade mit der Sahne bedeckt ist. Lassen das Ganze für 5 Minuten ziehen und rühren das Ganze dann von der Mitte aus durch. Gleich danach schlagen wir die restliche Sahne auf und geben dann diese Schokolade in die Sahne Schritt für Schritt hinzu und rühren das kurz durch. Einfach nur, dass es dann schön homogen verteilt ist. Dazu nehmen wir einfach am besten so einen Teigschaber. Wir brauchen dann noch ein bisschen Geduld, weil wir geben das dann in den Kühlschrank für mindestens 2 Stunden, damit es wirklich so richtig schön runterkühlt. Zu der Mousse Chocolat passen natürlich Früchte. Ich nehme jetzt eine richtig reife Ananas und davon nehme ich nur einen Teil und schneide sehr dünne Scheiben daraus. Aber die Ananas, die muss schon richtig reif sein. Es bringt nichts, wenn die Ananas nicht reif ist, dann passt sie nicht richtig dazu. Auch schlagen wir nochmal extra Sahne auf, weil das passt ebenfalls richtig gut dazu. Und damit auch die Sahne so richtig gut schmeckt, geben wir noch Puderzucker mit hinzu. Nach der Wartezeit können wir das Ganze schon anrichten. Sprich, wir nehmen einen kleinen Teller, geben die Ananas drauf, natürlich richtig schön fächerartig aufgetischt, dann noch die Mousse Chocolat hinzu und die Sahne. Also, wenn ihr das noch nie probiert habt, probiert es einfach, das schmeckt richtig gut. Aber wie ihr mich kennt, sind wir jetzt am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Vergesst natürlich nicht, mich noch zu abonnieren. Und ich sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund und bleibt am Ball.